Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Unser heutiges Motiv wird mit zwei ganz unterschiedlichen Techniken gemalt. Einmal auf nassem Papier das Anlegen eines lockeren Wolkenhimmels und dann auf trockenem Papier eine Wasserfläche mit weich ineinander verlaufenden Farbverläufen. In einem meiner letzten Präsenzkurse verglich eine Teilnehmerin das Aquarellmalen einmal mit einem Karateschlag. Sie sagte, man hat nur eine einzige Chance. Das stimmt nicht immer. Wir können im Aquarell ja auch wieder Farbe ablösen, wir können überlasieren, wir können Dinge korrigieren. Ich würde aber sagen, beim Malen eines lockeren Wolkenhimmels ist das tatsächlich so. Am besten wirkt so ein Himmel für mich, wenn es ganz locker im ersten Farbauftrag gelingt, die Sache zu erledigen. Und dafür empfehle ich dir wirklich, dir 5 Blätter hinzulegen und in Serie so einen Wolkenhimmel einmal zu üben. Ich zeige dir in diesem Video, wie es gehen kann und wünsche dir viel Spaß nachher beim Ausprobieren und jetzt erstmal beim Anschauen des Videos. Die heute verwendeten Materialien sind Perylane Green, Jaune Brillant, Ultramarinblau von Schminke, Celinblau, Kobaltblau, Alizarin Karmesin, Cobalt Türkis Light von Winsor Newton, Green Appetite Genuine von Daniel Smith, Neutraltinte und Sienna gebrannt von Winsor Newton. Außerdem seht ihr meine kleine Sprühflasche, den Auswaschpinsel Junior Synthetics von Da Vinci in Größe 14, meine eigenen Pinsel aus der Aquarellwerkstatt, den Rotmarderpinsel Größe 10, den kleinen Synthetikpinsel Größe 6, einen synthetischen Rundpinsel von Escoda und den Eichhörnchenhaarpinsel auch von Escoda. Ich arbeite auf gutem Büttenpapier, bei mir ist es Arche-Papier Graphin 300 Gramm. Die Größe ist ungefähr DIN A4. Zu Beginn werfen wir einen Blick auf das heutige Referenzfoto, welches die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder zusammen mit der Skizze per Mail zugesandt bekommen. Der obere Rand der Wolken hier ist weiß und hat scharfe und feine Formen. Der Wolkenschatten in einem Grauton befindet sich immer im unteren linken Bereich der Wolken. Er läuft weich in die hellere Seite der Wolken aus. Am oberen Bildrand ist der Blauton des Himmels etwas rötlicher und wärmer und zum Horizont hin heller und auch etwas kühler. So entsteht der Eindruck von Luftperspektive. Bevor ich mit dem Anfeuchten des Papieres beginne, radiere ich die gröbsten Bleistiftlinien im Himmel etwas aus, damit sie später unter den Wolken nicht mehr so stark zu sehen sind. Nun wird das Papier mit klarem Wasser sehr gründlich angefeuchtet. Ruhig mehrmals hin und her streichen, damit die Faser das Wasser auch wirklich gut aufnehmen kann. Um schöne weiche Verläufe in den Wolken zu erzielen, sollte man unbedingt für dieses Motiv gutes Papier verwenden. Die Baumwollfaser ist länger als die Zellulosefaser und erlaubt durch ihre langsame Trocknungszeit ein entspanntes Arbeiten mit dem nassen Papier. Aus Ultramarinblau, Alizarin Karmesin und etwas Sienna gebrannt mische ich mir einen Grauton und beginne mit den Wolkenschatten. Der Pinsel ist hier sehr trocken. Ich tupfe ihn kurz vor dem Auftragen auf dem Küchenpapier auch noch etwas ab. Mit weichen Pinselbewegungen, stellenweise mit dem Pinselbauch, stellenweise mit der Pinselspitze, setze ich die Wolkenschatten. Ich beginne etwas blasser und lege später eine Mischung der gleichen Farben etwas kräftiger noch einmal nach. Nun mische ich mir die Himmelsfarbe aus Ultramarinblau und Kobaltblau und setze von oben kommend die blaue Fläche an die Wolken. Hierbei achte ich darauf, dass gelegentlich an der Oberkante der Wolken auf dem Papier weiß stehen bleibt. Das Papier ist jetzt immer noch feucht, aber es beginnt langsam zu trocknen und deshalb bekomme ich gelegentlich weiche und manchmal auch harte Ränder an der Wolkenaußenkante. Dies ist mir gerade recht. Das Spiel zwischen harten und weichen Kanten finde ich beim Wolkenmalen besonders reizvoll.
An der oberen rechten Ecke lege ich noch einmal Ultramarinblau nach. Hier haben wir vorhin auf dem Foto gesehen, dass der Himmel deutlich wärmer, also rötlicher ist, als in der Nähe des Horizonts. Die nächste Pinselfüllung hat etwas Cyalinblau in der blauen Farbe. Dies ergibt eine etwas kühlere Himmelsfarbe und locker und mit wenigen Strichen bringe ich den Himmel zu Ende. Dabei behalte ich die Form der Wolken immer im Blick. Sie entstehen in dieser Negativmalerei quasi von allein. Hier gebe ich der oberen Wolke eine etwas deutlichere Kontur. So gefällt es mir besser. Grundsätzlich rate ich davon ab, jetzt noch Änderungen am Himmel vorzunehmen. Meistens geht dadurch die Lockerheit und Frische im Farbauftrag doch etwas verloren. Am besten also zügig in einem Rutsch malen und dann zufrieden sein und sich vielleicht schon auf den nächsten Versuch freuen. Nun mische ich mir eine kühle grüne Farbe aus Kobalttürkis Light und Neutraltinte und setze in die noch immer etwas feuchte Himmelsfläche die Buschreihe im Hintergrund ein. Die Farbe ist cremig und auch ziemlich dunkel und bildet auf dem nassen Papier wieder weiche Ränder aus. Etwas Green Appetite Genuine addiere ich hinein und so wird der Grünton aufgewärmt, sieht aber noch immer nicht wirklich grün aus, sondern eher grau-blau. Das finde ich wichtig, damit der Eindruck von Distanz und Weite entsteht. Auch hier arbeite ich mit sehr variablen Pinselstrichen. Dadurch entsteht in der Fläche schon eine gewisse Struktur. Als nächstes male ich das Blau für die Wasserfläche. Ich werde diesen Farbauftrag über das gesamte untere Blatt legen. Die Grüntöne der Wiese male ich später darüber. Dies hat den Vorteil, dass ich jetzt sehr locker und zügig mit wenigen Strichen meine Wasserfläche malen kann. Ich beginne mit einem Strich klaren Wassers und schließe Cyalinblau an. Danach setze ich Kobaltblau, Ultramarinblau und etwas Alizarin in die Farbmischung. Die Farbe wird dabei immer dicker und cremiger, so dass der Tonwert zum unteren Bildrand stärker wird. Wichtig ist, dass es im Horizontbereich wirklich licht und hell bleibt. Dort ist das weiße Aquarellpapier eigentlich nur ganz schwach getönt. Ein paar Spritzer aus der Sprühflasche geben die Tröpfchenstruktur in den Vordergrund und nun kann das Bild erst einmal trocknen. So, mein Bild trocknet jetzt und in der Mitte des Videos möchte ich dich kurz hinweisen auf meine Versteigerung via eBay. Auch dieses Motiv wird wieder zum Kauf angeboten. 3 Tage läuft die Auktion vom Samstag, an dem der Film erscheint, bis zum darauffolgenden Dienstag. Wir verlinken die eBay-Seite, auf der ihr das Angebot findet, unter dem Video in der Videobeschreibung. Du kannst dann dort einfach mitsteigern, falls du Interesse hast, das Bild zu erwerben, und ich schicke es dann nach erfolgreicher Ersteigerung per Post zu. Jetzt geht's weiter mit unserem Motiv. Nun setze ich die Gelb- und Grüntöne für die Wiese auf die Wasserfläche. Ich beginne mit Jaune Brillant ganz im Hintergrund und setze einige Striche Green Appetite Genuine hinein. Dabei lasse ich die Bereiche für die Wasserfläche stehen und achte immer darauf, dass hinten die Formen etwas kleiner sind und im Vordergrund breiter und größer werden. Im hinteren Bereich des Bildes arbeite ich eher mit der Pinselspitze, um feine Formen zu malen, und vorne kommt auch der Pinselbauch zum Einsatz, sodass die Formen größer und etwas strukturierter werden. Ihr seht, wie das Gelb und das Grün mühelos das zarte Blau überdecken.
Wichtig ist nur, dass das Blau vom ersten Farbauftrag wirklich hell genug gemalt worden ist. Mit Perylane Green setze ich einige Schatten ein. In die dunkelsten Formen ritze ich mit dem Fingernagel ein paar Gräser und ich spritze auch noch etwas Wasser aus dem Kunststoffpinsel in die grüne Fläche im Vordergrund. Die kleine Spiegelung der hinteren Büsche ist in der Wasserfläche zu sehen. Ich male sie hier mit meiner Pinselspitze und einer wässrigen Mischung aus Perylane Green. Einige Halme, die im Wasser stehen, male ich mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau und setze später auch hier die Spiegelung in die entgegengesetzte Richtung mit Perylane Green ein. Mit dem Auswaschpinsel könnte man nun noch einige Gräser auswaschen und auch ein paar runde Formen für Blumen im Vordergrund. Diese Blumen akzentuiere ich mit Jaune Brillant und setze auch noch einige Kleckse in dieser Farbe auf die grüne Wiesenfläche. Mit dem Auswaschpinsel hole ich ein paar helle Formen aus der Wasserfläche heraus. Hier sollen sich die Wolken spiegeln. Ich arbeite ganz vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Pinsel und einem sauberen und trockenen Tuch. Ein paar waagerechte ausgewaschene dünne Linien verstärken den Eindruck der sich spiegelnden Wasserfläche. Auf die Halme im Wasser setze ich mit Jaune Brillant noch ein paar Teichrosen. Die vorderen etwas größer, die hinteren kleiner. Ich hoffe, dir hat dieser Film wieder gefallen und du hast sicherlich auch Lust, es auszuprobieren. Wir freuen uns immer über einen Kommentar, über ein Like oder vielleicht auch einen Hinweis, welches Motiv du dir hier auf YouTube von mir wünschst. Schau dich auch gern einmal auf meiner Website um, dort gibt es viele Aquarelle von mir zu sehen und auch die aktuellen Kurse und Malreisentermine findest du dort. In 14 Tagen sehen wir uns wieder mit dem neuen Film und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.